Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ein neues Update ist draußen und damit auch natürlich ein paar weitere neue Informationen zu zukünftigen Updates und zu den Balance Changes, die jetzt vollzogen worden sind in Bezug auf den Druiden und auf den Dämonenjäger, und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar haben wir hier den Changelog für die Version 22.100, ja, und vom 10. September, also von gestern. Und zwar ist hier das allererste: bei den neuen Features haben wir den fahrenden Dungeon, dem 10 neue Gegner hinzugefügt worden sind. Da steht jetzt natürlich noch nicht ganz genau, wann dieser jetzt wieder öffnen wird. Allerdings könnte man gut davon ausgehen, dass das demnächst bald passieren wird. Auf jeden Fall gibt es dort auch wieder weiterhin neue Updates bzw. neue Gegnertypen. Und ja, weiteres. Ich hatte dann auch mal darauf hingeschaut, weil dem ja 10 neue Gegner hinzugefügt worden sind, ob wir hier unter Monster auch irgendwie einen Tab haben mit dem fahrenden Dungeon. Und ja, das hatte ich jetzt bisher noch nicht ganz gefunden gehabt, weil ja, wir haben ja beim letzten Dungeon haben wir ja auch 10 Gegner gehabt, und wenn jetzt 10 neue Bilder hinzugefügt worden sind, dann könnte man ja eigentlich diese auch irgendwie mit ins Sammelalbum integrieren, oder? Also ja, zumindest sehe ich das so, aber leider ist hier bisher noch kein großartiger Tab mit diesem entstanden, vielleicht weil es auch nur temporäre Gegner sind, dass man die, ja, keine Ahnung, hier nicht mit einfügt. Allerdings wäre es dann so ähnlich wie beim Legendary Dungeon, der halt eben temporär auftaucht, dass man vielleicht peu à peu sich diese Gegner nach und nach, ja, mit snacken kann, sag ich mal. Ja, aber vielleicht ist das auch so beabsichtigt, dass das Ganze hier nicht mit einbezogen wird. Ja. Ansonsten haben wir hier ja, die Neuigkeiten zum Druiden und zum Demon Hunter. Die wurden auch beide optisch überarbeitet. Im ja, Auswahlmenü sehen diese jetzt so aus. Einmal hier der Dämonenjäger und einmal hier der Druide. Die wurden ein bisschen, ja, optisch angepasst. Ist jetzt aber, denke ich mal, weniger ausschlaggebend jetzt für dieses Video. Und zwar kommen wir jetzt mal zu den wesentlichen Fakten. Und zwar beim Druiden haben wir hier den Rüstungsfaktor, oh Gott, der auf 100% reduziert wurde. Das war vorher 200%. Wir haben eine maximale Schadensreduktion auf 25%, was vorher 40% war. Also es wurden ein paar Anpassungen hier und dort gemacht. Das hört sich natürlich erstmal nach einem Nerf an für einen Druiden, aber es kommen natürlich auch noch ein paar weitere Punkte mit hinzu. Der kritische Schadensbonus des Bären wurde auf 400% erhöht, was vorher 360% war. Und die Berechnung des kritischen Schadensbonus in der Bärengestalt wurde optimiert, damit der Druide durch Einfluss des Gladiatoren mehr Schaden macht, was ja vorher auch so nicht der Fall gewesen ist. Und ja, das hatten wir auch mal in einem Video davor aufgeräumt gehabt, dass der Gladiator nicht richtig mit dem Druiden halt eben skaliert hat. Die Basiswahrscheinlichkeit, sich in den Adler zu verwandeln, wurde auf 15% reduziert, war 25%. Als Adler wird der Sturzflug jetzt zusätzlich zum regulären Angriff ausgeführt, kann jetzt kritisch treffen, und der Schadensbonus des Sturzfluges wurde auf 80% erhöht, war vorher 77,5%. Die Verwandlung in den Adler wird nun anhand einer Adlerkralle in der entsprechenden Runde angezeigt. Also das Ganze auch wird wieder visualisiert. Ja, also der Druide an sich ist schon ziemlich kompliziert mit dem Set, was er hat, und sind viele ja, Zahlen, die hier im Hintergrund berechnet werden. Deswegen ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen, den auch so optimal irgendwie zu balancen. An die Druiden, die da draußen spielen sollten, falls jemand von euch sich da angesprochen fühlt, schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare rein, ja, ob ihr da irgendwie eine Änderung, ob da eine Änderung merkbar ist. Weil ich kann das halt eben nicht einschätzen. Ich spiele keinen Druiden, so, ne, das ist eine Klasse, die jetzt eher so an mir vorbeigeht, sag ich mal, aber es gibt ja doch ein paar sehr starke da draußen, die vielleicht das Ganze dann ein bisschen merken. Ansonsten wird wahrscheinlich gegen den Magier das Ganze auch ziemlich bemerkbar sein, denn hier sind auch sehr ausschlaggebende Dinge geändert worden. Gegen Magier konnte Druide vorher ausschließlich nicht ausweichen. Zusätzlich können sie jetzt auch nicht mehr ihren Sturzflug verwenden. Ja, was natürlich auch ziemlich, ja, sag ich mal, doof ist, sag ich mal, weil der Sturzflug natürlich auch
gut Damage macht, aber allerdings dafür machen dafür nun 33% mehr Schaden gegen diese. Ne? Also insgesamt macht der Druide, wenn ich das jetzt hier so richtig rauslese, 33% mehr Schaden gegen Magier. Also wurde overall der Damage halt eben erhöht gegen Magier als Druide, und ich denke mal, das wird vielleicht dann auch einen Unterschied, denke ich mal, machen. Ja. Gegen Dämonenjäger machen jetzt Druiden 15% mehr Schaden, was natürlich eben auch Balancing-Gründe hat. Der Dämonenjäger wurde ja auch nochmal angepasst, weil der natürlich auch ein bisschen zu stark gewesen ist. Und eine neue Grafik, genau, die habe ich euch ja gezeigt, wurde für die Klassenauswahl hinzugefügt. Dann haben wir hier einmal den Dämonenjäger. Und der hat natürlich auch ein paar Nerfs kassiert. Die Chance, wiederbelebt zu werden, verringert sich jetzt um 11% pro Wiederbelebung, was vorher bei 2% war. Also das auf jeden Fall ein großer Eingriff, aber ich denke mal, dass das wohl nötig gewesen ist, weil er halt eben vorher mit Abstand einer der stärksten Klassen gewesen ist. So, ne? Und auch hier eine neue Grafik wurde für die Klassenauswahl hinzugefügt. Hier sieht man natürlich ein bisschen simpler gehalten als beim Druiden. Hier wurde nicht ganz so viel gemacht, hier wurde einfach nur simpel die Wiederbelebungschance angepasst, aber ansonsten ist beim Dämonenjäger jetzt hier großartig nicht sehr viel mehr passiert. Dann wurden noch ein paar Fehler behoben, zum Beispiel hier beim Druiden, Fehler behoben, sodass der Druide in Bärengestalt jetzt wieder bis zu 75% kritisch trifft. Bei der Gilde, das Verlassen einer Gilde passiert nun bei dem sofortigen Bestätigen des Buttons und nicht mehr erst nach erneuten Einloggen. Beim Märchenturm wird jetzt wieder zuverlässig freigeschaltet, was vorher wohl auch nicht ganz so optimal hier und da gepasst hat. Beim Event Auraler Großputz im Interaktionsmenü des Rucksacks wird während des Events jetzt wieder der doppelte Mana-Wert auf dem Item angezeigt. Im Menü-Layout Fehler behoben, wodurch es teilweise beim Wechseln des Menü-Layouts und den darauf folgenden Einloggen in einen Charakter passieren konnte, dass das HUD leer angezeigt wurde. Ja, dann noch ein paar weitere Fehlerbehebung im Menü. Das könnt ihr euch natürlich, wenn ihr wollt, hier auch sehr gerne mal im Detail durchlesen. Das sind einige Sachen, die hier angepasst worden sind. Beim Stall wurde was angepasst, bei den Tränken Anzeigefehler behoben, bei den Tränken bei einer Laufzeit von unter 48 Stunden im Inventar eine falsche Zeit angezeigt. Ja, beim Assassinen wurde was behoben hier, durch den es so aussah, als könne die rechte Waffe bei der Hexe verzaubert werden, obwohl diese Verzauberung noch nicht auf der Welt freigeschaltet wurde. Generell kann eine Waffe im rechten Waffenslot nicht verzaubert werden. Und auf der Mobile-Version wurde auch ein bisschen was angepasst. Und das auf jeden Fall soweit das Update bzw. der Changelog, wenn der soweit draußen ist. Wie gesagt, für mich persönlich, da ich jetzt keine von den beiden neuen bzw. keine von den beiden Klassen spiele, betrifft mich das jetzt eher weniger. Das Interessante für mich auf jeden Fall hier auch der fahrende Dungeon. Und ich bin auch sehr gespannt, wie dieser dann in Zukunft angepasst wird, weil beim letzten Mal hatten wir ja so ein bisschen das Problem gehabt, was heißt Problem? Aber ich sag mal, der war halt ein bisschen komisch gebalanced irgendwie, der Dungeon. Also der war schon, da kam es hier und da auf jeden Fall zu ein paar Fehlern. Für manche Accounts war das Bezwingen des fahrenden Dungeons zu schwer, bei den anderen war es irgendwie zu einfach irgendwie. Also es war auf jeden Fall nicht ganz hundertprozentig gut gelöst. Ich bin mal gespannt, wie sie es diesmal machen. Auf meinen 3 Accounts, die ich gespielt habe, beziehungsweise die ich aktiv spiele, war der fahrende Dungeon überhaupt gar keine Herausforderung gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht, das sollte sich ja auch irgendwie so ein bisschen ans Level anpassen. Und das hat es ja auch im Endeffekt getan. Also leveltechnisch hat er sich angepasst. Allerdings von den Werten her war es halt nun wirklich überhaupt gar keine Herausforderung gewesen. Aber wie gesagt, lieber sind die Gegner zu einfach als zu schwer und man muss sich daran die Zähne ausbeißen und hat damit nur zu tun. Das sind lockere, easy 10 Etagen, die vergleichbar sind mit dem Wirbelwind so ungefähr, sage ich mal, die ja auch den gleichen Reward geben wie die Wirbelwind-Etagen und deswegen kann man das am ehesten, denke ich mal, so damit vergleichen.
Ne? Und das nimmt man auf jeden Fall mit. Schön zu hören. Gerade für mich halt eben auch sehr, sehr, sehr gut. Oh, jetzt kommt wieder nicht hier der Klaus. Das ist wieder schwierig hier. Ja, guck mal, schon auf Etage 5 kein einziges Leichenteil von Klaus gesehen hier. Also auch schwieriges Unterfangen hier. Ja, also für mich auf jeden Fall. Okay, jetzt fängt's an. Okay, jetzt ist aber auch zu spät. Jetzt gehen wir noch auf die Schlüssel. Auf jeden Fall für mich eine sehr gute. Oh, und auch keine Kiste. Ich glaube, das war mit Abstand die schlechteste Expedition, die ich jemals gespielt habe. Ne? Also da kann ich dann halt auch wirklich verstehen, dass Leute nur die kleinen Expeditionen nehmen, weil wenn man eine 100er-Expedition nimmt und man bekommt so eine Gülle hier, ja, wo der Klaus erst auf Etage 6 angezeigt wird, bis dahin auch noch kein einziger Schlüssel aufgetaucht ist, ja, dann auf Etage 7 oder 8 der erste Schlüssel kommt und dann bis zum Ende gar keine Kiste dafür kommt. Also das ist ja wirklich mit Abstand wirklich das Allerschlechteste, was ich je gesehen habe hier. Naja, wenigstens noch die 30er-Punkte noch hier zusammengehalten irgendwie. Ja, ist natürlich immer ein Risiko, die großen Quests anzunehmen, ne? Aber wie gesagt, was ich sagen wollte eigentlich, ursprünglich, ja, sehr schön, dass nochmal ein fahrender Dungeon kommt, weil das sind nochmal easy XP-Punkte, die wir auch benötigen, damit wir noch rechtzeitig bis zum Ende des Jahres, ja, unsere heilige Stufe 700 noch erreichen, hoffentlich pünktlich bis zum LD. Und ja, wir uns bis dahin dann nochmal gut neu equippen können. Und ja, weil wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, ob es jetzt halt eben so bleibt mit dem, ja, mit dem LD, dass weil der letzte vorgeschoben worden ist, dass dieser auch nochmal vorgeschoben wird. Keine Ahnung, ist jetzt nur eine reine Spekulation, können wir nicht wissen, aber könnte natürlich sein. Deswegen ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da so viel wie XP wie möglich mitnehmen bis dahin, damit wir die Stufe 700 dann erreichen können. Ja, deswegen sehr gut, dass nochmal ein fahrender Dungeon zwischengeschoben wird. Ja, gut, Freunde. Ansonsten würde ich mal erstmal sagen, sind wir soweit raus für das heutige Video. Ich verkaufe hier nochmal ganz schnell meinen ganzen Plunder, den ich habe hier, damit wir hier auch wieder ein bisschen übersichtliches Inventar haben. Und genau, so sieht das Ganze aus. Gestern hatte ich mein Kalenderlevel abgeholt, das ist ja auf F9 ein wenig anders als auf den anderen Servern, weil das zwischenzeitlich jetzt einmal zurückgesetzt worden ist, weil F9 Test-Server, ja, ist ein Tag ausgefallen und dann wurde das Ganze geresettet. Deswegen jo, ist das bei uns gestern passiert, aber naja, gut, jetzt sind wir 92, fast 93, schöne Sache und gehen auf jeden Fall mit großen Schritten Richtung 700. Freunde, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch irgendwie weitergeholfen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Und ansonsten verabschiede ich mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.